Hallo Leute, in meinem letzten Video habe ich euch ja von meinem 4-Wochen-Plan mit ChatGPT erzählt. Was ich euch nicht erzählt habe, ist, wie ich das Ganze hier eigentlich in meiner Wohnung verstaue, denn ich lebe auf fast 50 Quadratmetern mit Walking Pad, Vibrationsplatte, Hula Hoop und Pilatesring. Gut, hier mein Fikusbaum, ne, ist übrigens echt. Deswegen kann das hier sehr schnell schwierig sein und von daher habe ich eine günstige und einfache Lösung gefunden, wie ich meine Geräte verstaue. Und das zeige ich euch jetzt, ja, authentisch mit der Handykamera. Bleibt dran! Das hier ist meine Couch an der Wand und unter der sollte eigentlich das Walking Pad passen, tat es aber nicht. Also habe ich das Internet durchsucht und bin auf diese Möbelerhöhungen gestoßen. Kennt man eigentlich eher aus Omas Schlafzimmer, wenn das Bett höher soll. Rutschfeste Teile aus Plastik, die insgesamt 1000 Kilogramm tragen. Und ich habe das jetzt allein gemacht. War vielleicht nicht super komfortabel, aber machbar. Ich habe die Couch erstmal ein Stück nach vorne gezogen und dann gesehen, wie viel Staub sich dort drunter angesammelt hat. Da ging natürlich erstmal nichts mit Aufbau. Ich musste erstmal saugen und mit dem Swiffer ran. Unglaublich, was sich da über die Zeit sammelt, ne? Also das glaubt man immer nicht. Mir ist aufgefallen, dass meine Couch doch ganz schön schwer ist. Sie wiegt zwar keine 1000 Kilo, aber heben konnte ich sie definitiv nicht. Also habe ich die Möbelerhöhungen erstmal an die Stelle gelegt, wo später die Füße hinkommen sollten und dann die Couch Stück für Stück leicht angehoben und drüber gesetzt. Insgesamt waren es 8 Stück und 2 der Erhöhungen habe ich übrigens auf Zewa-Tücher gestellt, einfach damit die Couch später wieder an die Wand kommt, ne? Oder damit ich sie an die Wand schieben kann. Ich muss ja von der Wand weg, denn anders wäre es leider nicht gegangen. Die Teile sind nämlich, wie gesagt, rutschfest, was super ist, aber eben auch unpraktisch, wenn man noch mal ja was hin und her verschieben will. Und danach habe ich sie eingerastet und natürlich kam direkt der Sitztest. Man weiß ja nie so genau, ob das Ganze wirklich stabil ist, aber hält. Und das Beste, ich kann meine Vibrationsplatte endlich unter die Couch schieben und natürlich das Walking Pad. Es haben vorher nämlich nur 2 cm gefehlt, jetzt habe ich 4. Ja, also Ziel erreicht. Vielleicht hilft es euch weiter, vor allem, wenn ihr auch überlegt, wie ihr Geräte sinnvoll unterbekommt. Ich sage nur, diese Erhöhungen sind simpel, aber sie funktionieren. Mein Wohnzimmer sieht nicht mehr aus wie im Fitnesslager. Ja, also es ist wirklich eine gute Lösung. Mir war wichtig, dass die 2 Geräte weg sind, denn mein Walking Pad wiegt über 31 Kilo. Hula Hoop ist nicht so schlimm. Die sind weiterhin an der Wand oder meine Hula Hoops, ne, die können da auch bleiben und meine Vibrationsplatte passt und alles super. Und die Couch ist immer noch stabil, ne? Ich mache gerne den Test. Seht ihr? Gut, ich bin auch ein Fliegengewicht. Aber ja, Worst-Case-Szenario, ne? Die Couch bricht zusammen. Ich kann euch das Produkt gerne mal in die Infobox packen, da bin ich zufällig drauf gekommen, denn das ist für mich wirklich die beste Lösung momentan ohne Möbelkauf, ne? Also man muss ja nicht immer gleich neue Möbel kaufen. Und ja, falls ihr wissen möchtet, was in den letzten 4 Wochen alles passiert ist, schaut euch gerne mein letztes Video an, meine 4 Wochen ChatGPT Challenge. Und das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Auf Wiedersehen.